Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inside AI. Heute möchte ich ein bisschen auf den aktuellen Status im Bereich generative künstliche Intelligenz schauen, insbesondere auf das neue Modell von OpenAI mit dem Namen o1, das angeblich so schlau ist wie ein promovierter Wissenschaftler. OpenAI hat am 12. September ein neues Modell vorgestellt für den Chatbot ChatGPT, und zwar ein Modell mit dem Namen o1, das einen neuen Ansatz verfolgt. Im Gegensatz zum bekannten GPT-4-Modell von OpenAI oder auch dem GPT-3.5-Modell davor, funktioniert das o1-Modell etwas anders, beziehungsweise es wurde etwas anders trainiert. Wenn ihr euch erinnern könnt, in der allerersten Folge von Inside AI hatte ich ja einmal angerissen, wie diese Large Language Models, auf denen zum Beispiel ChatGPT basiert, funktionieren. Nämlich nach dem Prinzip der sogenannten Next Token Prediction. Das heißt, es werden im Prinzip Wörter bzw. Wortbestandteile vorhergesagt, beziehungsweise es wird die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Wörter vorhergesagt und daraus entsprechend Wörter ausgewählt, die dann nach und nach aneinandergereiht werden. Die Berechnung wird neu durchgeführt und so ergibt sich im Prinzip die Ausgabe. Es ist nach wie vor für mich verblüffend, dass das tatsächlich teilweise so gut funktioniert, und OpenAI hat jetzt mit dem neuen Modell es noch einmal weitergetrieben. Im Gegensatz zu den klassischen Modellen wurden diese Modelle nämlich nicht nur darauf trainiert, eine einzelne Antwort auszugeben, sondern eine Art Herleitung auszugeben, die dann auf eine Antwort führen kann. Dadurch sind die Lösungsergebnisse teilweise deutlich besser als bei den bisherigen Modellen. Und so sind diese Modelle jetzt auch imstande, komplexe mathematische oder physikalische Berechnungen durchzuführen. Wenn wir uns das einmal anschauen, in dem Zusammenhang wird auch von verschiedenen Denkweisen gesprochen, mit denen das menschliche Denken klassifiziert werden kann. In diesem Zusammenhang wird auch häufig vom sogenannten System 1 und System 2 Thinking gesprochen, das ursprünglich vom Autor Daniel Kahneman entwickelt wurde in seinem Buch Thinking Fast and Slow, wo er diese beiden Denkweisen unterscheidet. Beim System 1 Thinking geht es im Prinzip um intuitive Denkabläufe, die im Prinzip gefühlt automatisch passieren. Wenn man jetzt also einem Menschen eine Frage stellt wie 2 plus 3, dann kommt intuitiv die Antwort 5, weil das im Prinzip gelerntes Wissen ist. Das haben wir sofort parat und müssen nicht erst nachdenken, um auf eine Antwort zu kommen. Beim System 2 Thinking geht es genau nämlich darum, wir denken für komplexere Aufgabenstellungen länger nach. Wir versuchen auch eine Art Argumentation in unserem Kopf zu finden oder eine Herleitung, um dann auf die Antwort zu kommen. Beispielsweise bei Multiplikation größerer Zahlen. Wenn wir beispielsweise auch schriftlich mathematische Formeln berechnen, benutzen wir auch unser System 2 Thinking. Bei der neuen Modellreihe o1 von OpenAI wird genau auf diesen Umstand eingegangen. Wir sehen hier in der Abbildung einmal den klassischen Weg, den wir bisher auch kennen. Wir haben also links eine Eingabe und das Modell berechnet sofort darauf basierend die Ausgabe. Beim System 2 Thinking ist es jetzt so, dass aus der Eingabe zunächst einmal eine Argumentation berechnet wird. Und diese Argumentation hilft dem Modell, eine bessere Lösung zu erarbeiten, die dann am Ende in die Ausgabe überführt werden kann. Wir können uns das einmal live anschauen. Ich habe hier einmal eine alte Klausuraufgabe aus meinem Studium genommen, aus Thermodynamik, und ich gebe das im Prinzip in ChatGPT ein. Ich habe hier oben in der Modellauswahl das Modell o1 Preview eingestellt. Die o1-Reihe umfasst aktuell zwei Modelle, o1 Mini und o1 Preview. o1 Mini ist ein kleineres, schnelleres Modell, was auch mit diesem Denkansatz trainiert wurde, was aber insbesondere auf Programmieren und mathematische Fragestellungen trainiert wurde. Bei dem o1 Preview handelt es sich um einen Snapshot von dem großen o1-Modell, was vermutlich kommenden Monat vorgestellt werden sollte. Und das probieren wir einmal aus. Wir haben jetzt also diese thermodynamische Aufgabenstellung. Es geht um die Berechnung einer Fußbodenheizung. Die Aufgabe ist in unterschiedliche Teile untergliedert. Und wenn wir das jetzt eingeben, dann kriegen wir nicht sofort eine Antwort, sondern das Modell scheint nachzudenken. Natürlich denkt das Modell nicht wirklich nach. Das Modell ist ja kein Mensch, sondern es durchläuft erstmal diesen Argumentationsprozess. Das heißt, Schritt für Schritt überlegt es sich,
überlegen kann man auch nicht so richtig sagen. Das heißt, Schritt für Schritt werden Fragestellungen aufgeworfen, die dann beantwortet werden und aus den Erkenntnissen dieser Fragestellung wird dann letzten Endes die Gesamtantwort berechnet. Laut OpenAI handelt es sich dabei auch nicht um die Kombination aus verschiedenen Modellen. Also es ist nicht so, dass ein Modell die Fragen stellt und ein anderes Modell beispielsweise diese Fragen dann beantwortet, sondern laut OpenAI ist es so, dass das Modell wirklich darauf trainiert wurde, eigenständig diese Argumentationskette auszugeben und zum Schluss dann entsprechend die komplexe Antwort. Das hängt natürlich von der Fragestellung ab, wie lange dieser Denkprozess durchlaufen wird. Wir können jetzt sehen, jetzt mittlerweile habe ich diese Antwort bekommen und sehe, was er hier berechnet habe. Und tatsächlich, ich habe hier zumindest auf die erste Antwort bzw. auf die Aufgabenstellung B auch die korrekte Antwort erhalten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was heißt das für uns? Was heißt das vor allem auch für unsere Industrie, wenn jetzt das System tatsächlich noch komplexere Aufgabenstellungen lösen kann? Es gibt Wissenschaftler, die das Ganze mit ihren eigenen Fragestellungen tatsächlich ausprobiert haben. Ein Wissenschaftler beispielsweise hat eine Methode aus seiner Doktorarbeit genommen, die in das Modell eingegeben und das Modell war imstande, den notwendigen Programmiercode auf Basis dieser Methode eigenständig zu schreiben, wofür er selbst laut eigenen Angaben über ein Jahr gebraucht hat. Auch einer der führenden Mathematiker hat das Modell auf Herz und Nieren getestet und kam zu dem Schluss, dass es laut ihm auf dem Niveau von einem mittelmäßigen Studienabsolventen liegt. Man muss natürlich dazu sagen, dieser Mann wird einen recht hohen Anspruch haben und hat natürlich komplexe mathematische Probleme bewertet. Aber es zeigt sich, dass die Modelle sich tatsächlich immer weiter verbessert haben. Im Unterschied zu den bisherigen Modellen ist es jetzt auch so, dass OpenAI sagt, dass man die Qualität der Antworten nicht nur dadurch verbessern kann, dass man ein größeres Modell trainiert, was mehrere Monate dauern kann, sondern OpenAI sagt, dass mit dieser neuen Architektur es in Zukunft möglich sein wird, die Qualität der Antworten zur Zeit der Berechnung im Prinzip zu skalieren. Je nachdem, wie viel Zeit man dem System also zum Nachdenken gibt, kann die Antwort unter Umständen besser ausfallen. Vertreter von OpenAI haben beispielsweise gesagt, dass man für die Forschung an Krebsmedikation vielleicht dem Modell mehrere Wochen oder Monate zum Nachdenken gibt, um auf eine Antwort zu bekommen. Sind unsere Wissenschaftler also in Zukunft überflüssig? Ganz so ist es natürlich nicht, denn wir brauchen natürlich unsere Experten zunächst einmal, um überhaupt bewerten zu können, ob die Antworten dieses Modells gut und richtig sind. Und da wird es tatsächlich zunehmend schwerer, das einzusetzen, weil mit steigender Komplexität von Problemen wir natürlich immer weniger Menschen haben, die tatsächlich die Güte, die Qualität der Antworten bewerten können. In dem Zusammenhang gibt es eine interessante Publikation aus dem letzten Jahr, in dem die Frage gestellt wurde, welche Fähigkeiten moderne KI-Systeme aufweisen. Die Publikation ist zu einer interessanten Schlussfolgerung gekommen. Nehmen wir einmal an, wir haben einen Menschen mit einem Hochschulabschluss. Normalerweise können wir relativ gut einschätzen, welche Fähigkeiten dieser Mensch besitzt. Wenn wir das aufzeichnen würden, könnten wir das mal als Linie darstellen. Das wäre quasi das Bildungsniveau dieses Menschen und wir wüssten relativ gut, welche Aufgaben dieser Mensch erfüllen kann und welche Aufgaben dieser Mensch nicht erfüllen kann. Bei Systemen, die auf künstlicher Intelligenz beruhen und insbesondere bei Systemen wie ChatGPT, ist es so, dass es nicht intuitiv einschätzbar ist, welche Aufgaben für das Modell einfach zu lösen sind und welche Aufgaben für das Modell schwer zu lösen sind. Zu Beginn, als ChatGPT Ende 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, konnten beispielsweise einfache Rechenaufgaben nicht von dem Modell gelöst werden, weil es nämlich gar nicht darauf trainiert war. Es folgt ja dem Prinzip der Next Token Prediction und zu dem Zeitpunkt hatte das System auch keine Möglichkeit, auf so etwas wie einen Taschenrechner zuzugreifen. Wenn wir das also aufzeichnen würden im Vergleich zu den Fähigkeiten eines Menschen, dann ist die Fähigkeit der KI im Prinzip wie eine sogenannte gezackte Front. Die Veröffentlichung spricht dabei auch von der sogenannten Jagged Technological Frontier, die im Prinzip die Fähigkeiten der KI im Vergleich zu einem Menschen darstellt. Jetzt haben wir aber den Sachverhalt, dass diese Modelle sich stetig verbessern. Man darf also nicht den Fehler machen und im Prinzip einmal eine Sache ausprobieren
und dann der Überzeugung sein, dass diese Systeme nicht für die Aufgabenstellung geeignet sind. In den vergangenen 2 Jahren haben sich diese Systeme tatsächlich kontinuierlich weiterentwickelt und konnten auch neue, komplexere Aufgabenstellungen lösen. Und es ist davon auszugehen, dass das auch nicht aufhören wird. Das heißt aber wiederum, dass es für uns umso schwerer sein wird, das Ganze zu bewerten und vor allem herauszufinden, für welche Anwendungsfälle das System vielleicht noch nicht geeignet ist. Es gibt aus einer anderen Veröffentlichung eine sehr schöne Darstellung, die ich mir immer gerne zunutze mache, um auch aufzuzeigen, wie wir diese Systeme bestmöglich einsetzen können. Gehen wir also mal davon aus, dass wir unsere Expertise auf einem Spektrum aufzeigen können durch einen Punkt. Das wäre also jetzt, wie wir sehen, unser aktuelles Fähigkeitsniveau. Diese Systeme haben natürlich auch eine Spannweite, in der sie unterstützen können. Links von unserem Niveau wären Aufgaben, die wir komplett selber auch durchführen können, die wir beherrschen, wo wir über genug Expertise verfügen. Und auf der rechten Seite sind es im Prinzip Aufgaben, die wir zumindest alleine, eigenständig noch nicht lösen können. Alle Aufgaben, die links von uns liegen, sind also für uns vollständig kontrollierbare Aufgaben. Rechts von unserem aktuellen Fähigkeitsniveau haben wir Aufgaben, wo wir, je weiter uns wir davon bewegen, weniger Kontrolle haben, weil wir einfach auch noch nicht über diese Fähigkeiten verfügen. Die idealen Bereiche, in denen wir KI einsetzen sollten, sind die sogenannte Boost Zone und die sogenannte Learning Zone. Alles, was in einem bestimmten Bereich links von unseren Fähigkeiten liegt, sind Aufgaben, die wir sehr schnell gut überprüfen können, wo KI aber gegebenenfalls schneller ist, vielleicht auch sogar schon bessere Ergebnisse liefern kann. Dadurch, dass wir diesen Aufgabenbereich beherrschen, kann uns die KI sehr gut unterstützen, sozusagen uns zuarbeiten. Beispielsweise, indem Informationen zusammengefasst werden oder indem Texte vorformuliert werden, die wir dann entsprechend weiter bearbeiten und auf ein Niveau heben, das uns zufriedenstellt. Wenn wir uns nicht zu weit nach rechts bewegen, dann haben wir den Bereich der Learning Zone. In diesem Bereich können wir wahrscheinlich noch einschätzen, wie gut die Qualität der Antworten sind, weil es immer noch in unserem Fachbereich liegt. Wir würden vielleicht eigenständig nicht selber auf diese Lösung kommen, können aber bewerten, ob die Lösung gut ist. Zum Beispiel, wenn man eine bestimmte Programmiersprache beherrscht und man möchte von dem System jetzt eine Lösung in einer anderen Programmiersprache ausgegeben haben, dann kann man vielleicht noch sehr gut einschätzen, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Und viel wichtiger noch, wir können davon lernen. Wir können natürlich die Informationen, die uns das System ausgibt, nutzen, um uns weiter zu verbessern. Idealerweise verbessern wir also auch unseren Kenntnisstand zunehmend. Wenn wir jedoch ganz weit nach außen links gehen, haben wir das Problem, dass wir selber wahrscheinlich schneller und besser die Aufgaben lösen könnten. Das heißt, die KI kann uns hier nicht wirklich unterstützen, sondern letzten Endes würde die KI einfach schlechtere Leistungen bringen, langsamer sein und das ist im Prinzip eine Low-Value-Zone. Hier haben also die Arbeitsergebnisse einen niedrigen Wert für uns. Wenn wir uns ganz weit außen nach rechts bewegen, dann kommen wir in die sogenannte Danger Zone. Hier ist es so, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, die Ergebnisse zu überprüfen. Wir könnten also gegebenenfalls schon komplexe Aufgaben von der KI lösen lassen, hätten aber keinerlei Möglichkeiten, diese Aufgaben zu kontrollieren oder Fehler in diesen Aufgaben zu verbessern. Unser Ziel sollte es also immer sein, uns innerhalb dieser Boost Zone und innerhalb der Learning Zone zu bewegen. Aber was heißt das jetzt für Modelle, die immer und immer besser werden? Naja, wenn wir jetzt nochmal auf die gezackte Front schauen, dann ist es so, dass die gezackte Front sich natürlich auch ändert. Das heißt, die Fähigkeiten der KI verbessern sich zunehmend, wobei man dazu auch sagen muss, dass zum Beispiel beim O1-Modell von OpenAI auch nicht alle Aufgaben genauso gut erfüllt werden können wie bei den alten Modellen. Das ist also auch etwas, was man ausprobieren muss und was man einschätzen muss und ist unter anderem ein Grund, warum OpenAI auch dieses Preview veröffentlicht hat. Sie sagen, dass sie natürlich ein großes Interesse daran haben, festzustellen, für welche Use Cases dieses System gut geeignet ist, wo vielleicht noch Schwächen sind und die wollen das natürlich kontinuierlich verbessern. Wenn wir also auf die gezackte Front schauen, dann ist es so, dass sich natürlich die Fähigkeiten verändern, dass es für uns aber auch schwieriger wird, diese Fähigkeiten einzuschätzen. Wir brauchen nämlich mehr Expertise, um das bewerten zu können. Und das heißt, wenn wir das jetzt mal miteinander verbinden, dann sehen wir, dass das GPT-3.5-Modell hier einmal rein qualitativ dargestellt
uns in einem bestimmten Bereich unterstützen konnte. Das Modell war sehr limitiert, das heißt, die Komplexität der Aufgaben, die es lösen konnte, war relativ gering. Wir konnten uns also höchstens im Bereich der Boost Zone bewegen und die gezackte Front war auch sehr deutlich erkennbar. Mit dem GPT-4-Modell, das verbessert wurde, beziehungsweise Modellen, die eine ähnliche Leistungsstufe haben, wie beispielsweise das Claude Sonnet 3.5 Modell von Anthropic oder auch das Gemini-Modell in der Version 1.5 Pro von Google, haben natürlich ein neues Spektrum abbilden können. Einige komplexe Aufgaben sind wiederum möglich geworden und die gezackte Front war etwas weniger stark ausgeprägt. Mit Modellen wie dem O1-Modell von OpenAI ist es jetzt so, dass wir uns natürlich weit auch in den rechten Bereich bewegen können, wenn es tatsächlich so ist, dass dieses Modell sehr komplexe Aufgabenstellungen korrekt lösen kann. Wir brauchen dafür dann aber natürlich ein eigenes hohes Niveau. Und das wäre auch eine wichtige Erkenntnis für mich, die sowohl für Industrieunternehmen als auch für Forschungsinstitute wichtig sind. Wir brauchen Experten, die diese Modelle auf Herz und Nieren testen und die eine Aussage darüber tätigen können, was diese Modelle gut können und was diese Modelle nicht gut können. Als Industrieunternehmen würde ich tatsächlich meine besten Experten darauf ansetzen, das einmal auszuprobieren, idealerweise natürlich mit Aufgabenstellungen, die für mein Unternehmen relevant sind, um einfach zu schauen, ob diese Systeme uns tatsächlich unterstützen können. Wir wissen, dass für viele allgemeine Aufgabenbereiche diese Modelle gut eingesetzt werden können, sofern man natürlich in der Lage ist, die Einschränkungen und die Ergebnisse bewerten zu können. Ich habe das Ganze mal versucht zusammenzufassen, um aufzuzeigen, welche Personen am meisten von dieser Art System profitieren würden. Eine Eigenschaft, die auffällig ist bei Leuten, die mit Systemen wie ChatGPT sehr gut umgehen und die einen sehr großen Benefit davon zu haben scheinen, ist das Thema der Neugier und der Motivation. Durch Neugier und Motivation sind wir dazu angetrieben, neue Lösungen zu finden, neue Dinge auszuprobieren. Und im Prinzip ist es bei neuen Technologien dann immer so, dass diese Leute natürlich auch versuchen, die Grenzen der Systeme auszutesten. Man kann sagen, diese Menschen bewegen sich gerne auch in der sogenannten Learning Zone. Sie lernen gerne Neues und sind von Natur aus motiviert und neugierig. Diese Menschen treffen auch ganz bewusste Entscheidungen und möchten ihre eigene Situation kontrollieren. Sie können intuitiv gut verstehen, für welche Aufgaben die KI gut geeignet ist und für welche Aufgaben die KI noch nicht so gut geeignet ist. Das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die man natürlich nur schwer lernen kann, aber je mehr man mit diesen Systemen arbeitet, umso einfacher kann man tatsächlich auch die Grenzen der Technologie erkennen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Toleranz gegenüber Fehlern. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Systeme nicht perfekt sind. Das sagt natürlich auch OpenAI selbst. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass diese Systeme Fehler machen und damit entsprechend umgehen. Wir müssen auch geduldig sein. Das heißt, es braucht teilweise auch ein häufiges Vor und Zurück, um Aufgaben korrekt lösen zu können. Wenn man das einmal auf unserer Kompetenzskala betrachtet, dann könnte man sagen, es ist wichtig, dass man Aufgaben aus der Danger Zone, aus der Gefahrenzone in die Learning Zone heben kann. Das schafft man insbesondere dadurch, indem man Aufgaben beispielsweise in kleinere Unteraufgaben zerlegt und ein iteratives Vorgehen anstrebt. Leute, die ihre Ideen klar formulieren können und auch klare Ziele haben, profitieren natürlich davon, weil diese Systeme insbesondere dann gut funktionieren, wenn man seine Aufgabe sehr detailliert beschreiben kann und wenn man auch seine Zielsetzung detailliert beschreiben kann. Wenn man beispielsweise die Aufgabe in Form von Anforderungen runterbrechen kann. Das heißt, auch hier, wir brechen Aufgaben so runter, dass sie immer mindestens in der Learning Zone oder besser noch in der Boost Zone liegen. Und zu guter Letzt haben diese Menschen insgesamt eine gute Intuition und können sehr gut bewerten, wie die Ergebnisse von diesen Systemen sind. Das ist tatsächlich ganz wichtig, denn es gab zahlreiche Untersuchungen, die auch gezeigt haben, dass Menschen, die solche Systeme einsetzen, leider häufig die Antworten gar nicht mehr kontrollieren, sondern diese Antworten einfach nutzen und entsprechend weiterverwenden. Und das ist natürlich ein Problem, denn letztendlich sind diese Systeme nicht perfekt und wir müssen davon ausgehen, dass Fehler vorkommen können. Deshalb ist es natürlich auch so wichtig, in den eigenen Organisationen über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten zu sprechen und das auch mit unternehmensspezifischen Aufgaben auszuprobieren, weil man den Menschen aufzeigen muss, dass die Systeme
unglaublich hilfreich sein können, gleichzeitig aber auch nicht perfekt sind und man mit dieser Imperfektion leben muss. Als abschließendes Fazit kann ich nur sagen, dass wir diese Systeme als Werkzeug verstehen sollten und bestmöglich für unsere Einsatzzwecke einsetzen sollten. Daher mein Aufruf an alle Industrieunternehmen und auch Forschungsinstitute: Setzt eure besten Experten daran, lasst sie dieses System ausprobieren, damit wir gemeinsam feststellen können, wo das Potenzial liegt, wo aber auch die Grenzen liegen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert gerne unseren Kanal und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Inside AI.